Viele Menschen sind unsicher, wenn plötzlich Zahnschmerzen auftreten. Die erste Frage ist fast immer dieselbe. Ist das ein Notfall oder kann ich warten? Diese Unsicherheit ist verständlich und sehr verbreitet. In diesem Video erkläre ich Ihnen die häufigsten akuten zahnmedizinischen Situationen. Ich zeige Ihnen, was Sie konkret tun sollten, bis Sie in unserer Praxis sind. So können Sie richtig reagieren und Schlimmeres verhindern. Unser Ziel ist es, Ihnen Orientierung zu geben. Wir möchten, dass Sie Ruhe bewahren können und dass Sie die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit treffen. Ihre Zahngesundheit liegt uns am Herzen. Starke, pulsierende oder dauerhafte Zahnschmerzen sind kein Zufall. Sie sind ein klares Warnsignal Ihres Körpers. Meist entstehen sie durch eine Entzündung des Zahnnervs oder des umgebenden Knochens. Was Sie tun sollten: Nehmen Sie den Schmerz ernst und vereinbaren Sie zeitnah einen Termin. Kühlen von außen ist erlaubt, aber bitte kein direktes Eis auf die Haut. Wickeln Sie es immer in ein Tuch. Schmerzmittel dürfen Sie nur nach Packungsbeilage einnehmen. Legen Sie niemals Aspirin oder andere Medikamente direkt auf den Zahn. Das kann das Zahnfleisch zusätzlich schädigen. Was Sie nicht tun sollten: Warten Sie nicht ab, bis es von selbst weggeht. Das passiert bei einer Entzündung des Zahnnervs in der Regel nicht. Experimentieren Sie auch nicht mit Hausmitteln, die nicht ärztlich empfohlen sind. Denn je länger eine Entzündung besteht, desto größer wird der Behandlungsaufwand. Eine frühzeitige Behandlung kann oft größere Eingriffe vermeiden. Zögern Sie daher nicht, uns zu kontaktieren. Eine Schwellung ist immer ein Warnsignal, das ernst genommen werden muss. Sie bedeutet, der Körper kämpft gegen eine Infektion. Diese kann sich schnell ausbreiten und ernsthafte Folgen haben. Was Sie tun sollten: Nehmen Sie sofort Kontakt zu unserer Praxis auf. Kühlen Sie die betroffene Stelle von außen. Lagern Sie den Oberkörper leicht hoch, um den Druck zu mindern. Bei Fieber oder einer zunehmenden Schwellung sollten Sie nicht zögern. Dies sind Anzeichen für eine sich verschlimmernde Infektion. Eine schnelle Reaktion ist hier entscheidend. Was Sie nicht tun sollten: Versuchen Sie niemals, eine Schwellung selbst aufzustechen. Wenden Sie keine Wärme an, da dies die Entzündung fördern kann. Nehmen Sie keine eigenständigen Antibiotika ein. Schwellungen können sich rasch ausbreiten und zu Komplikationen führen. Deshalb gehören sie immer umgehend von einem Zahnarzt abgeklärt. Ihre Gesundheit hat oberste Priorität. Ein Unfall, ein Sturz oder ein abgebrochener Zahn wirken oft dramatisch. Doch solche Situationen sind häufig gut behandelbar, wenn man richtig reagiert. Ruhe bewahren ist der erste Schritt. Was Sie tun sollten: Finden Sie den Zahn oder das Bruchstück und lagern Sie es feucht. Ideal ist eine Zahnrettungsbox. Alternativ geht auch Milch oder Speichel. Berühren Sie den Zahn nur an der Krone. Kommen Sie möglichst schnell in die Praxis. Jede Minute zählt, um die Chancen auf eine erfolgreiche Reimplantation zu erhöhen. Blutungen können Sie mit leichtem Druck auf ein sauberes Tuch stillen. Was Sie nicht tun sollten: Reinigen Sie den Zahn oder das Bruchstück niemals. Lassen Sie es auch nicht austrocknen. Versuchen Sie nicht, den Zahn selbst wieder einzusetzen. Die Zeit spielt hier eine große Rolle für den Erhalt des Zahnes. Je schneller Sie handeln, desto besser sind die Aussichten. Wir sind für Sie da, um schnell zu helfen. Schmerzen im hinteren Kieferbereich, Schluckbeschwerden oder eine eingeschränkte Mundöffnung deuten häufig auf eine Weisheitszahnentzündung hin. Dies ist eine häufige und schmerzhafte Situation. Was Sie tun sollten: Halten Sie den betroffenen Bereich so sauber wie möglich. Spülen Sie den Mund vorsichtig mit lauwarmem Wasser. Mundspülungen sollten Sie nur nach unserer Empfehlung anwenden. Stellen Sie sich frühzeitig bei uns vor, bevor sich die Entzündung ausbreitet. Eine schnelle Diagnose und Behandlung können größere Probleme verhindern. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Was Sie nicht tun sollten: Nehmen Sie nicht dauerhaft Schmerzmittel und hoffen Sie, dass es von selbst besser wird. Eine unbehandelte Entzündung kann sich verschlimmern. Versuchen Sie auch nicht, mechanisch an der Stelle herumzudrücken. Eine Weisheitszahnentzündung erfordert professionelle Aufmerksamkeit. Wir helfen Ihnen gerne, die Ursache zu finden und die Beschwerden zu lindern. Ihre Mundgesundheit ist uns wichtig.
Leichte Nachblutungen nach einer Zahnbehandlung sind häufig und meist harmlos. Sie sind eine normale Reaktion des Körpers. Stärkere oder anhaltende Blutungen sollten jedoch ernst genommen werden. Was Sie tun sollten: Beißen Sie für etwa 30 Minuten fest auf ein sauberes Tupferchen oder ein gefaltetes Taschentuch. Lagern Sie den Kopf hoch, um den Blutfluss zu reduzieren. Bewahren Sie Ruhe. Kühlen Sie die Wange von außen, um Schwellungen vorzubeugen. Vermeiden Sie körperliche Anstrengung. Wenn die Blutung nach einer Stunde nicht nachlässt, kontaktieren Sie uns bitte. Was Sie nicht tun sollten: Spülen Sie den Mund nicht aus, da dies den Blutpfropf lösen kann. Saugen Sie nicht an der Wunde. Rauchen Sie nicht, da dies die Heilung beeinträchtigt und Blutungen fördern kann. Wenn die Blutung nicht nachlässt oder Sie unsicher sind, melden Sie sich umgehend bei uns. Wir sind für Sie da, um Ihnen Sicherheit zu geben und zu helfen. Nicht jeder Notfall beginnt mit starken Schmerzen. Manchmal ist es nur ein Druck, ein Ziehen oder ein ungutes Gefühl im Mund. Diese subtilen Anzeichen können ebenfalls wichtig sein. Was Sie tun sollten: Hören Sie auf Ihr Körpergefühl. Wenn Ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt, ist das ein Grund zur Abklärung. Lieber einmal zu früh als zu spät nachfragen. Beschreiben Sie uns Ihre Symptome so genau wie möglich, auch wenn es sich nicht wie ein klassischer Schmerz anfühlt. Früh abgeklärt heißt meist weniger Eingriff und eine einfachere Behandlung. Was Sie nicht tun sollten: Ignorieren Sie solche Gefühle nicht. Hoffen Sie nicht, dass sie von selbst verschwinden. Eine kleine Irritation kann sich unbehandelt zu einem größeren Problem entwickeln. Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen. Zögern Sie nicht, uns bei jedem ungewöhnlichen Gefühl zu kontaktieren. Wir nehmen Ihre Bedenken ernst und helfen Ihnen gerne weiter. Akut- und Notfälle gehören zum Praxisalltag. Sie sind nichts Ungewöhnliches, aber sie brauchen Aufmerksamkeit und die richtige Reaktion. Wir sind darauf vorbereitet, Ihnen schnell und kompetent zu helfen. Unser Ziel ist immer: Schmerzen lindern, Entzündungen stoppen und langfristige Schäden an Ihren Zähnen und Ihrem Zahnfleisch vermeiden. Ihre Zahngesundheit ist unser höchstes Gut. Wenn Sie unsicher sind, ob etwas ein Notfall ist oder ob Sie warten können, melden Sie sich. Ein kurzer Anruf kann oft schon Klarheit schaffen und Ihnen unnötige Sorgen ersparen. Denn in der Zahnmedizin gilt: Zeit ist oft der entscheidende Faktor. Eine schnelle Reaktion kann den Unterschied machen. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen und für Ihre Zahngesundheit zu sorgen.